Die letzte thailändische Insel, auf der wir waren, ist Koh Lanta. Und ehrlich gesagt hatten wir da jetzt gar nicht so super große Erwartungen, um dann aber das absolute Gegenteil zu erleben. Koh Lanta ist wirklich ein Naturparadies im Südwesten Thailands und in diesem Video zeige ich euch nicht nur die einsamen Buchten und absoluten Traumstrände der Insel, sondern auch unsere An- und Abreise wieder mit allen Kosten. Und ganz am Ende noch einen Tipp, wie ihr günstig und auch unkompliziert von Koh Lanta nach Koh Phi Phi kommen könnt. Also ganz viel Spaß und auf nach Koh Lanta. Wir haben wieder über Want2Go Asia unsere Reise gebucht und sind dann zuerst mit der Fähre und dann weiter mit dem Minivan von Koh Samui bis nach Koh Lanta gefahren. Und zwar im absoluten Starkregen. Also es war wirklich apokalyptisch. Also auf den Inseln war an den Tagen tatsächlich auch richtige Unwetterwarnung. Also viele Fähren sind dann auch gar nicht mehr gefahren. Und das waren echt Wassermassen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir waren dann natürlich auch ein bisschen länger unterwegs als geplant und sind um 10 mit der Fähre losgefahren und waren dann so gegen 18 Uhr am Ende auf Koh Lanta. Und auch der Minivan fährt dann nochmal mit einer kleinen Fähre. Ja, und auf Koh Lanta angekommen sind wir dann wieder mit so einem Songthaew, mit einem Sammeltaxi bis zum Hotel gefahren, wobei man wirklich sagen muss, dass das ganz schön teuer ist. Also da, wenn ihr da irgendwie eine bessere Variante findet, dann bucht die auf alle Fälle. Wir konnten keinen Hoteltransfer buchen bei Want2Go. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie möglich ist. Das, was wir als Koh Lanta bezeichnen, besteht eigentlich aus 2 getrennten Inseln. Das seht ihr hier. Und da müsst ihr so ein bisschen aufpassen bei der Buchung, denn der östliche Teil ist nicht der, in den ihr wollt, sondern ihr wollt hier in diesen westlichen Teil und da dann auch wieder an die Westküste. Also da sind so die ganzen Strände, an denen man eben auch wirklich richtig schön schwimmen kann und wo auch die meisten Hotels, Resorts und Anlagen sind. Ja, was wir eigentlich wollten, war genau das, was wir auch bekommen haben, nämlich 'ne Unterkunft genau am Strand, frühstücken mit Blick aufs Meer, lecker essen, was lesen können und noch mal so richtig, richtig, richtig schönes Strandfeeling. Nachdem sich die Unwetter der ersten Tage dann so ein bisschen gelegt haben, habe ich angefangen, gleich morgens spazieren zu gehen, wenn es noch nicht so heiß ist und bin dann wirklich einfach immer an unserem Strand lang gegangen. Das ist der Klong Kong Beach gewesen in nördliche Richtung und man kann da wirklich einfach immer weitergehen und kommt dann ganz schnell von einer einsamen, verlassenen Bucht in die nächste. Das ist unheimlich, wie schön es da ist. Ähm, Die Natur ist total üppig. Man sieht so wilde Gewächse wie diese hier. Ihr seht das gleich. Das ist keine Ananaspflanze, sondern einfach ein Baum mit ganz spannenden Früchten. Ja, und ich zeige euch jetzt mal in den nächsten 1, 2 Minuten einfach nur Aufnahmen von dieser traumhaften Landschaft und sage gar nicht so sehr viel dazu, denn ich glaube wirklich, die Bilder sprechen für sich und ihr werdet auch sehen, wie einsam das jetzt im Februar hier auf Koh Lanta war. You're like a river in the dark. You stare me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall.
soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Come one, come all, just when I need you. You set sail and navigate, but when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on you. Through the fields of young romance and under blue skies with an open glance, we're head over heels, filled with dreams. Come all, everything. Vielleicht gerade weil die Natur auf Koh Lanta so unheimlich schön ist, hat uns eine Sache erschrocken und auch ein bisschen betroffen gemacht. Und zwar sind das die Massen an toten Korallen, die mit jeder Flut angespült werden. Man sieht am Strand zum Teil wirklich ganze Abschnitte, auf denen man gar nicht anders kann, als über die Korallen zu laufen, weil es so viele sind. Und wir waren uns jetzt nicht sicher, ob das einfach ein natürliches Phänomen ist oder wirklich irgendwie problematisch. Also habe ich ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich findet man im Internet so Angaben, dass innerhalb weniger Monate im letzten Jahr, 1,5 Jahren, das Korallensterben von 30% in der Andamanensee auf 80% angestiegen ist. Also 80% der Korallen sind entweder stark gefährdet oder sind mittlerweile schon gestorben. Und die Hauptursachen dafür sind natürlich der Klimawandel, aber auch der zunehmende Tourismus. Und ich finde, das ist wirklich, das ist eine Sache, wenn man das so hört vielleicht zu Hause und wenn man es dann so wirklich sieht und diese unheimlich schönen, komplexen Lebewesen, die da einfach halt tot am Strand liegen, dann da so vor sich hat. Das ist echt, also das fand ich sehr erschreckend und das wollte ich auch mit euch teilen, weil ich einfach finde, wir können jetzt nicht so richtig viel machen, aber mal mindestens, wenn man dann da ist, Sonnencreme verwenden, die rifffreundlich ist, die gibt's ja extra. Und dann natürlich den Klimawandel im Blick behalten. Also keine Sorge, das werden jetzt hier keine politischen Videos, aber an der Stelle war das echt für uns auch nochmal mehr ein Weckruf, wie knapp es einfach schon ist. Okay, jetzt nochmal etwas bisschen leichteres. Und zwar sind wir ganz zufällig auf einem der Spaziergänge auf eine super süße Strandbar gestoßen, die ich euch hier mal zeigen will. Die liegt am sogenannten Relax Beach. Der heißt tatsächlich so, findet ihr auch auf der Karte so und ist genau das. Also eine ganz nette kleine Bucht, in der man auch noch für erschwingliches Geld sich einfach einen Strandbungalow mieten kann. Und da liegt Up to You diese kleine Beachbar. Und ich glaube, die hat mich genau deshalb so angesprochen, weil der Besitzer seine eigene Geschichte mit in seine Karte geschrieben hat. Und zwar ist das ein ehemaliger Lehrer aus Bangkok, der sich irgendwann vor Corona überlegt hat, dass er eigentlich noch was anderes machen möchte in seinem Leben als Lehrer sein und unbedingt eine kleine Strandbar haben möchte auf dieser Insel. Und dann hat er halt diese Beachbar eröffnet, musste dann offensichtlich während Corona ganz schön kämpfen und versucht jetzt wieder auf die Beine zu kommen. Also Somsak heißt der Lehrer, den seht ihr hier und ich kann es absolut empfehlen. Also es ist super leckeres Essen, total tolle Getränke. Ich hatte die größte Kokosnuss, seit wir hier irgendwie in Thailand sind und habe, glaube ich, irgendwie 2 Stunden gebraucht, um die so leer zu machen. Es ist toll gelegen und die Preise sind ganz fair.
Nach der ganzen Zeit am Strand sind wir dann auch noch auf die andere Seite der Insel gefahren, nach Lanta Old Town. Da kann man ganz gut mit dem Roller hin. Also das dauert so 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wo ihr an der Westküste seid. Und wichtig, es gibt einen Weg, der so zwischen den Gebirgen auf der Insel durchführt. Ihr müsst da also nicht unbedingt über die ganz steilen Stückchen fahren. Da guckt am besten mal auf der Karte, wenn ihr da seid. Lanta Old Town ist wirklich ein süßer kleiner Ort mit natürlich ganz vielen Touri-Geschäften, aber auch mit ein bisschen besondereren Läden, der bekannt ist für die Holzhäuser, die da noch stehen und für die vielen Pfahlbauten, die bis aufs Wasser rausgehen. Ja, und in einem dieser Pfahlbauten haben wir auch ein kleines Restaurant gefunden, das uns gut gefallen hat und in das wir dann reingegangen sind. Und da habe ich wirklich den besten Fisch gegessen, glaube ich, seit wir überhaupt hier sind. Also das war echt super lecker und nicht ganz günstig, aber auch absolut bezahlbar. Was ich ganz lustig finde, dass die Tische in dem Restaurant aus Singer-Nähmaschinen-Gestellen gemacht sind. Also deutsche alte Singer-Nähmaschinengestelle sind da die Basis für die Tische. Ja, und von dem Pier, den ihr hier seht, der also ganz weit rausgeht, jetzt war Ebbe, als wir da waren, also ihr seht schon, deswegen muss der halt auch so lang sein, kann man dann mit kleinen Longtail-Booten rüberfahren auf diese kleine Insel, die ihr hier seht im Boot, nach Kopur. Und ihr seht hier nochmal die Fährzeiten und auch, was da die Tickets kosten. Also wenn ihr mal einen kleinen Ausflug machen wollt, dann ist das auf alle Fälle lohnenswert. Von Koh Lanta aus sind wir dann weitergefahren nach Phuket und zwar mit einer Fähre, die ganz regulär über die Phi Phi-Inseln fährt. Das heißt, es ist ein bisschen aufregend. Man fährt erst so eine gute Stunde bis nach Koh Phi Phi, steigt dort dann um auf eine zweite Fähre, die einen dann nach Phuket bringt. Und wir glauben, dass man durchaus, wenn man jetzt die erste Fähre nimmt, ihr seht das hier auf dem Ticket, wenn man also ganz früh morgens schon die Fähre nimmt von Koh Lanta nach Koh Phi Phi, dass man dann vielleicht einfach da bleiben kann, den Tag dann da verbringen kann und dann mit der Nachmittagsfähre weiterfahren kann nach Phuket. Und dann hätte man quasi ohne weitere Kosten, wenn man eben ohnehin in Richtung Phuket fahren will, auch noch einen Zwischenstopp auf Koh Phi Phi eingelegt. Und ihr seht hier schon, das ist wirklich auch eine super schöne Insel, aber auch voll. Also da waren Menschen ohne Ende, Boote ohne Ende, sicherlich natürlich, weil es so schön ist und weil, glaube ich, die Phi Phi-Inseln auch ja, sehr bekannt sind. Die Maya Bay ist ja gleich um die Ecke rum, wo The Beach gedreht wurde. Aber für uns war es total schön, so im quasi Vorbeifahren auch noch die Phi Phi-Inseln zu sehen. Und es war definitiv ein super schöner Abschluss für unsere Zeit auf Koh Lanta.
Wenn euch Koh Lanta genauso überrascht hat wie uns und das Video gefallen, dann lasst uns gern einen Daumen nach oben da. Und falls ihr unsere weitere Reise durch Südostasien begleiten wollt, dann natürlich auch ein Abo für den Kanal. Wir sind von Koh Lanta weiter nach Phuket gefahren, um dann raus aus Thailand zu fliegen. Wohin ganz genau, das seht ihr in einem der nächsten Videos, aber wer mag, kann ja jetzt schon mal raten. Also, ich gebe euch jetzt hier einen kleinen Tipp und wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. All these dried up bones